Hallo und herzlich willkommen. Möchtest du als Pflegekraft dein Deutsch einfach und schnell verbessern? In diesem Video lernst du wichtige Gespräche zwischen Pflegekräften und Patienten in 2 einfachen Schritten, die dein Lernen schneller machen. Regelmäßige und wichtige Kommunikation mit Patienten. Sehr wichtige Wörter, die du zu diesem Thema kennen musst. Max ist 35 Jahre alt. Er arbeitet als Buchhalter in einem großen Unternehmen. Sein Leben ist sehr stressig, da er oft Überstunden macht und viele Projekte gleichzeitig betreut. In letzter Zeit hat er gemerkt, dass die Arbeit ihn immer mehr belastet. Ich habe seit ein paar Tagen Bauchschmerzen. Vielleicht liegt es am Stress bei der Arbeit. Aber ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Hast du schon etwas dagegen unternommen? Hast du dich mal ausgeruht? Noch nicht. Vielleicht ist es nicht ernst. Ich denke, es wird schon wieder besser. Du solltest es beobachten. Stress kann viele körperliche Beschwerden verursachen. Vielleicht hilft es dir, wenn du dir etwas Zeit für dich nimmst. Während der Mittagspause wird Max' Bauchschmerz stärker. Er merkt, dass er sich nicht mehr richtig konzentrieren kann und fühlt sich zunehmend unwohl. Er überlegt, ob er den restlichen Arbeitstag zu Ende bringt oder lieber nach Hause gehen sollte. Max, du siehst wirklich schlecht aus. Ist alles in Ordnung? Du bist ganz blass. Ich habe starke Bauchschmerzen, und irgendwie ist mir auch schlecht. Es fühlt sich nicht gut an. Vielleicht solltest du wirklich nach Hause gehen. Du siehst aus, als bräuchtest du dringend Ruhe. Ja, du hast recht. Ich denke, es ist besser, wenn ich nach Hause gehe. Morgen rufe ich einen Arzt an. Am nächsten Tag besucht Max seinen Hausarzt, Dr. Müller, in der Hoffnung, eine Lösung für seine Beschwerden zu finden. Guten Tag, Herr Max. Was führt Sie zu mir? Ich habe starke Bauchschmerzen und Durchfall. Es wird schlimmer. Ich werde einige Tests anordnen. Es könnte eine Infektion sein oder etwas anderes. Ist es etwas Ernstes? Wir müssen die Ergebnisse abwarten. Aber um sicher zu gehen, überweise ich Sie an einen Spezialisten für Magen-Darm-Erkrankungen. Am nächsten Tag hat Max einen Termin beim Spezialisten. Julia beginnt ihre Schicht im Krankenhaus um 7 Uhr. Sie ist erfahren und arbeitet schon seit mehreren Jahren als Krankenschwester. Heute erwartet sie einen hektischen Tag, da viele Patienten zur Untersuchung kommen. Guten Morgen, Lena. Welche Patienten haben wir heute? Guten Morgen, Julia. Wir haben heute einen neuen Patienten, Herr Max. Er hat Symptome von Morbus Crohn. Ich werde mir gleich seine Akte anschauen. Danke, dass du mich informiert hast. Kein Problem. Er scheint etwas besorgt zu sein, also sei bitte vorsichtig mit ihm. Julia prüft den Tagesplan und bereitet sich auf die Untersuchung von Herrn Max vor. Wann ist Herr Max dran? Um 9:30 Minuten. Erst Blutdruck und Temperatur, dann untersuchen wir seine Symptome. Alles klar. Ich bereite den Raum vor. Ich kümmere mich um die Labortests. Julia überprüft die Behandlungsräume und Geräte, um sicherzustellen, dass alles sauber und bereit ist. Alles ist sauber und desinfiziert. Die Geräte funktionieren einwandfrei. Sind die Medikamente für Herrn Max bereit? Ja, die Dosen sind überprüft. Gut, dann kann die Untersuchung starten. Pünktlich um 9:30 Uhr betritt Herr Max das Behandlungszimmer. Julia begrüßt ihn und bittet ihn, sich auf das Untersuchungslager zu setzen. Guten Morgen, Herr Max. Ich werde Ihre Vitalwerte messen. Das dauert nur ein paar Minuten. Danke. Ich bin etwas nervös. Das ist normal. Wir schauen uns alles genau an, damit Sie die richtige Behandlung bekommen. Danke, das beruhigt mich. Gut, dann starten wir mit Blutdruck und Temperatur.
on 5. On 5. Dr. Schmidt, Spezialist für gastrointestinale Erkrankungen, überprüft die Patientendaten von Herrn Max. Schwester Julia berichtet ihm die ersten Ergebnisse. Schwester Julia, was haben die ersten Untersuchungen ergeben? Die Entzündungswerte sind erhöht und die Symptome deuten auf Morbus Crohn hin. Herr Max klagt über Schmerzen im Unterbauch. Verstanden. Ich werde nun eine körperliche Untersuchung durchführen. Dr. Schmidt bittet Herrn Max, sich auf das Untersuchungslager zu legen und tastet den Bauch ab. Bitte sagen Sie mir, wo Gena es schmerzt. Hier, im unteren Bereich, ist es besonders unangenehm. Ich spüre eine deutliche Empfindlichkeit. Das spricht für Morbus Crohn, aber wir werden weitere Tests durchführen, um sicher zu gehen. Ich mache mir Sorgen, dass es schlimmer wird. Das verstehe ich, aber wir haben gute Behandlungsmöglichkeiten. Wir werden gemeinsam einen Plan entwickeln, um Ihre Beschwerden zu lindern. Nach der Untersuchung erklärt Julia Herrn Max, wie er seine Medikamente einnehmen soll. Herr Max, nehmen Sie diese Tabletten morgens und abends. Gibt es Nebenwirkungen? Möglich sind Übelkeit oder Verdauungsprobleme. Falls das passiert, informieren Sie uns. Verstanden, danke. Essen Sie leicht verdauliche Speisen wie Reis und Kartoffeln. Trinken Sie viel Wasser, mindestens 2 Liter am Tag. Vermeiden Sie Stress so gut es geht. Halten Sie sich strikt an die Medikamentenempfehlungen. Vielen Dank für diese wichtigen Empfehlungen. Ich werde sie auf jeden Fall befolgen. Am Ende des Termins bespricht Julia mit Herrn Max den nächsten Termin und verabschiedet sich freundlich. Ihr nächster Termin ist in 2 Wochen. Bitte melden Sie sich, wenn es Probleme gibt oder sich die Symptome verschlimmern. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Frau Julia. Ich melde mich, falls ich Fragen habe. Ich wünsche Ihnen eine schnelle Genesung. Alles Gute, Herr Max, und passen Sie gut auf sich auf. Danke, auf Wiedersehen. Leicht verdauliche Speisen, ballaststoffreich, Flüssigkeitshaushalt, Symptome, Entzündungswerte, Medikamentenempfehlungen, gute Besserung, Nebenwirkungen, Ruhezeiten, Spezialist, Diätanpassung. Abschließend ist es wichtig, die Bedeutung der richtigen Diät und des Stressmanagements für Patienten wie Herrn Max zu verstehen. Crohn's Disease ist eine ernsthafte Erkrankung, die eine langfristige Behandlung erfordert. Julia hat ihm geholfen, die besten Schritte für seine Gesundheit zu verstehen.